Metal Gear-Schöpfer Hideo Kojima wuchs in einer Familie aus Film- und Fernsehliebhabern auf. Besonders amerikanische Produktionen faszinierten ihn, wie Bewitched oder I Dream of Jeannie. Are you feeling better, Master? Can you see me now, Tony? Er liebte die Emotionen und Träume, die beim Ansehen entstehen konnten. Seine Leidenschaft kollidierte allerdings mit der in Japan schwer zugänglichen Fernsehindustrie, weshalb er sich zunächst auf das Niederschreiben seiner erdachten Geschichten konzentrierte, in der Hoffnung, dass eine davon irgendwann gut genug sein würde, um zu einem Film zu werden, an dem er mitarbeiten durfte. Dummerweise lehnten Magazine seine Geschichten konsequent ab, weil sie einfach zu lang waren. Manche Menschen lernen eben nie aus ihren Fehlern. Während seiner Studienzeit, die ihn auf einen ungewollten Job in irgendeinem Büro vorbereiten sollte, erschien der Famicom und je mehr Zeit er damit verbrachte, umso mehr realisierte er, dass sein Traum auch noch über ein anderes Medium als Film Wirklichkeit werden könnte. 1986 fasste Kojima Fuß in der Industrie, als er von Konami als Designer eingestellt wurde. Dummerweise in der PC-Abteilung und nicht wie gewünscht bei den Konsolen. Mit der Zeit begann er sich allerdings für die Freiheiten zu begeistern, die mit der Entwicklung am PC einhergingen. Und während er das Programmieren erlernte, arbeitete er an Spielen wie Penguin Adventure mit. Immer wieder versuchte er auch seine eigenen Ideen zu pitchen, doch weiterhin musste Kojima sich mit Absagen abfinden. Schließlich wurden seine Ambitionen aber dennoch belohnt und er wurde als Director für ein Spiel eingestellt, das sich schwer tat: Metal Gear. Er wollte diese Gelegenheit dafür nutzen, ein schnelllebiges Action-Adventure zu erschaffen, basierend auf seinen Ideen und bisherigen Erfahrungen. Dem im Weg stehend waren allerdings technische Limitierungen, wie die Unmöglichkeit, mehr als 4 horizontale Sprites zur selben Zeit darzustellen. Das verwehrte ihm Konamis Wunsch nachzukommen, einen Commando-Konkurrenten zu entwickeln, das mit seinen großen Schussgefechten bestach. Um dieses Problem zu lösen, erdachte Kojima das Konzept, die Non-Stop-Action gegen ein Gameplay zu ersetzen, das dem Spieler die Möglichkeit bot, die Auseinandersetzung komplett zu umgehen. Inspiriert vom Film The Great Escape. Das würde bei selbst nur einem einzigen zu sehenden Soldaten mehr Ehrfurcht auslösen als ein ganzer Bildschirm voll davon. Doch Konami lehnte auch diesen Entwurf ab, da sie Kojima mit der Entwicklung eines Action-Titels beauftragt hatten und ein Protagonist, der Konflikten aus dem Weg ging, gerade westlichen Spielern zu feige erscheinen könnte. Weiterhin überzeugt von seiner Idee, erdachte er anstelle des sofortigen Game-Over-Screens, wenn man erwischt wurde, eine Alarmphase. Das gab dem Spieler die Möglichkeit zu fliehen oder notfalls zurückzukämpfen. Eine Änderung, die Konami die Entwicklung endlich freigeben ließ und den Weg für ein ambitioniertes Sounddesign ebnete, das die Musik je nach Alarmstatus änderte. In einer Zeit, wo man den verfügbaren Speicher bevorzugt damit schonte, nur einen Track pro Level abzuspielen. Neben Filmen konsumierte Kojima auch Bücher exzessiv. Zu seinen Favoriten gehörten die Spionageromane von Jack Higgins, was er ebenfalls einfließen lassen wollte. Schnell wurde aber klar, dass er mit seinen Ideen und Plänen wieder einmal übers Ziel hinausschoss, weil sie die Hardware überforderten. Doch das ließ seine Kreativität nicht abbrechen. Ganz im Gegenteil. Er überarbeitete das Spiel komplett, sodass Stealth nun das Grundelement war, wie in Filmen à la Gesprengte Ketten. Kojima wollte die Spieler mit dem Versteckspiel dieselbe Anspannung spüren lassen. Trotz des simplen Aufbaus machte das innovative Gameplay sowie die schicke Grafik das Spiel zum Erfolg. Auch die Geschichte ist nicht einmal ansatzweise mit der verworrenen Komplexität der späteren Serienableger zu vergleichen. Doch viele später zum Kult gewordene Elemente fanden hier ihren Anfang. So wie die Codec-Gespräche oder das Durchbrechen der 4. Wand, als Big Boss den Spieler instruiert, das System auszuschalten. Die zum Verstecken genutzte Pappschachtel nicht zu vergessen. Der NES-Port wurde von einem anderen, nur 5 Mann starken Team übernommen, ohne Kojima zu involvieren und mit zahlreichen Änderungen. Bewegungen und Gameplay wurden in nur 3 Monaten angepasst und man entfernte sogar den namensgebenden Metal Gear. Die das Original übertreffenden Verkaufszahlen gaben Konami aber recht und man startete die Produktion an der actionlastigeren Fortsetzung Snake's Revenge, wieder hinter dem Rücken von Kojima. Der bemerkte aber, wie sein Baby sich von ihm abkapselte und überzeugte seine Vorgesetzten, eine Fortsetzung zu seinem Spiel für den MSX2 8-Bit-Computer machen zu dürfen. Metal Gear 2 Solid Snake verbesserte seinen Vorgänger in jeder Hinsicht. Gegner patrouillierten nun über ihre Areale hinweg und waren in der Lage, Geräusche und Schüsse zu hören, während die Spielfigur knien und kriechen dazu lernte und Zugriff auf ein Gegnerradar hatte, das bei ausgelöstem Alarm ausfällt. Auch baute man die cineastische
epische Intro-Sequenz und die Codec-Gespräche aus mit einem Vorgeschmack, wohin die Reise viele Jahre später gehen sollte. Kojima wandte sich anschließend anderen Projekten zu, namentlich Snatcher und Policenauts, in denen er zum ersten Mal einen Versuch startete, die komplexen Geschichten zu erzählen, die in seinen Schubladen Staub ansetzten. Das Graphic-Adventure-Genre bot ihm alle Gelegenheiten dazu und fühlte sich dabei noch ähnlich wie ein Film an. Beide Spiele zählen noch heute zu den besten Cyberpunk-Spielen, die je das Licht der Welt erblicken durften. Primär eben genau durch Kojimas herausragende Geschichten. Auch wenn technische Schwierigkeiten bei Snatchers dafür sorgten, die letzten beiden Akte zu streichen, was zu einem gravierenden Cliffhanger führte. Just call me Metal Gear. Doch Metal Gear ließ Kojima nicht los. Der nächste Teil der Reihe sollte alles zusammenführen, das Kojima gemacht und gelernt hatte. Eine Fusion aus dem Story-Fokus seiner letzten beiden Projekte und dem Gameplay, das Metal Gear so beliebt gemacht hat. Die Planung begann in 1994, während Kojima und sein Team noch am 3DO-Port von Policenauts arbeiteten. Dieses Mal sollte es sich wirklich wie ein Film anfühlen. Eine cineastische Erfahrung, an der man aktiv teilhaben konnte. Ein Mix, den man damals nicht für möglich hielt. Kojimas Ansatz war es, das, was einen Film unterhaltsam machte, in seine Bausteine zu zerlegen. Die Geschichte, die Stimmung, die Regie, Kameraarbeit und der Stil, damit es einfacher war, alles mit den typischen Bausteinen eines Videospiels zu verbinden. Die interaktive Natur eines solchen Mediums würde alles überflügeln, das Filme oder Bücher transportieren konnten. Das war Kojimas Vision. Die Zukunft digitaler Unterhaltung. Der 3DO als damals leistungsstärkste Konsole war Kojimas erste Wahl, die erst kippte, als er von der Leistungsstärke der angekündigten PlayStation hörte. Bis 1996 zwischen der Arbeit an ihren Hauptprojekten experimentierte das Team mit der neuen Sony-Hardware und ihren Limitierungen. Zur selben Zeit begann auch Yoji Shinkawa aus dem Policenauts-Team mit der Designarbeit und entwarf die ersten Charaktere und Max. Metal Gear Rex war sogar sein erster Entwurf. Es kostete ihn 2 Monate, die Skizze zu perfektionieren und anschließend ein fertiges 3D-Modell davon zu erstellen. 1996 gründete Konami ihre Unterfirma Konami Computer Entertainment Japan, beauftragt mit der Umsetzung von Metal Gear Solid. Kojima wurde mit dem Aufbau dieses Studios betraut und, anders als in der Branche üblich, suchte er sein Team nach Leidenschaft, Kreativität und Teamplay aus, nicht nach Arbeitserfahrung. Was ihm sogar eine Reihe von Programmierern einbrachte, die nie zuvor programmiert hatten. Das verlangsamte gerade die Anfangsphase der Entwicklung signifikant, weil viele der Mitarbeiter zunächst angelernt werden mussten. Ein bunter Haufen, intern bei Konami als die Kojima-Gruppe bekannt. Das gesamte Spielkonzept sowie die Geschichte der Charaktere entstammen alle Kojimas Feder, bevor Shinkawa sie mit immenser künstlerischer Freiheit optisch umsetzen konnte. So passte er auch einige von Kojimas Ideen an, die Otacon von einem Pommespanzer mit Baseballcap zu einem intelligenter aussehenden Charakter werden ließen. Der Cyborg-Ninja hingegen war ein gekritzelter Entwurf von Shinkawa, der Kojima so gut gefiel, dass er die Figur in die Geschichte hineinschrieb. Ein weiteres Muss waren karrieregetriebene, taffe Frauen und Wissenschaftler, die Kojima faszinierten und deshalb auch in nahezu jedem seiner Spiele landeten. Als Protagonist behielt man Solid Snake bei, dessen Name von Snake Plissken aus die Klapperschlange abgeleitet war. Nennen Sie mich Snake. In seine Gestaltung floss wohl die meiste Zeit, angefangen bei der Idee, ihn deutlich älter und erfahrener zu machen als in den Vorgängern, hin zu einem jungen, drahtigen Agenten, der als Gegenpol zu den bulligen Schwarzenegger-Actionstars diente. Um mit den Stealth-Elementen zu funktionieren, stellte Kojima sich eher einen Jean-Claude Van Damme vor, wenn auch mit dem Gesicht eines jungen Christopher Walken. Das Solid im Titel hatte diverse Ursprünge. Es bezieht sich zum einen auf vollpolygonale, würfelförmige Strukturen, aber eben auch auf den Namen seines Protagonisten. Um ein authentisches Erlebnis erschaffen zu können, traf Kojima sich mit Waffenexperten und reiste in die USA, um SWAT- und Panzerübungen beizuwohnen, wo auch viele Fotos von militärischen Einrichtungen geschossen wurden. Diese Recherchearbeit führte er mit Besuchen von Militärbasen in Japan fort, denn es war ihm deutlich wichtiger, deren Atmosphäre im offenen Leveldesign akkurat einzufangen, als auf überragende Grafik zu setzen. Damals waren die Prioritäten noch in Ordnung. Solid Snake wird im Spiel aus seinem Ruhestand zur Entsorgungseinrichtung Shadow Moses für Nuklearwaffen in Alaska abgestellt, die von Terroristen eingenommen wurde, die nun damit drohten, die Waffen mit Hilfe von Metal Gear einzusetzen, wenn man ihnen nicht die sterblichen Überreste von Big Boss übergab.
Snakes Missionsziel sind die Rettung hochrangiger Geiseln und die Neutralisierung der Bedrohung. Auch wenn er vor Ort zunächst auf sich allein gestellt ist, unterstützt ein kleines Team ihn per Funk und natürlich lassen sich in dem Komplex auch Verbündete finden. Das macht die Herausforderungen, die ihn erwarten, aber nicht weniger imposant, mit Kämpfen gegen Panzer, Hubschrauber und die Mitglieder der feindlichen Foxhound-Gruppe. Die komplexe Sci-Fi-Thriller-Geschichte, die sogar ein alternatives Ende hat, wenn man nicht schnell genug Kreis drückt, wird dabei primär durch Zwischensequenzen und Codec-Gespräche erzählt, die eine für ihre Ära unerhört lange Zeit andauerten und cineastische Kamerawechsel zeigten. Die variieren sogar ebenfalls mit alternativen Dialogen je nach Spielerleistung. You're pretty good. I'm disappointed. Zwischensequenzen ermöglichten allerdings auch ein Ausschmücken nahezu aller involvierten Charaktere mit Psychologie, Hintergrundgeschichte und ihren jeweiligen Antrieben, was die überraschenden Wendungen in der Handlung überhaupt erst möglich und so wirkungsstark machte. Auch die Entscheidung, trotz Drängen von Konami auf CGI-Zwischensequenzen zu verzichten und sie in der spieleigenen Grafik darzustellen, um keinen Bruch mit den Gameplay-Sequenzen zu erzeugen, diente dem Filmgefühl und der Atmosphäre. Etwas, das Kojima digitale Fusion nannte. Snake, du bist bereits eine ganze Weile auf den Beinen. Wie geht es dir? Langsam merke ich die Müdigkeit, meine Aufmerksamkeit lässt nach. Schau in deinem Equipmentgürtel nach. Was ist das? Holy Energy? Genau, du musst nur ein bisschen Eis schmelzen und kannst dir einen Energy Drink mixen. Die Wirkung ist langanhaltend durch unsere New Cav-Technologie und zahlreichen Inhaltsstoffen wie einer ganzen Reihe von Vitaminen, die dich auf den Beinen halten wird. Wenn dir dein Vorrat ausgeht, wechsel zur Frequenz 101.3 und verwende den Code LordofNerds, um 10% bei deiner Bestellung zu sparen. Bestellung? Ich muss aus eigener Tasche dafür zahlen? Reicht es nicht, dass ich die Welt rette? Sorry Snake, Budgetkürzung. Wie so viele Spiele der frühen PS1-Ära hatte auch Metal Gear Solid mit dem kleinen Arbeitsspeicher der Konsole zu kämpfen und spornte die Entwickler an, über den Tellerrand nach Lösungen zu schauen. In einer frühen Phase der Entwicklung nahmen Snakes Bewegungsanimationen nahezu den gesamten Speicher ein und mussten komprimiert werden. Da das Problem aber noch nicht gänzlich behob, mussten einige Animationen gänzlich entfernt werden. Ursprünglich hatte Snake für jede Waffe ein individuelles Bewegungsset. Kaum verwunderlich, dass sein Charaktermodell mit rund 700 Polygonen etwa dreimal so aufwendig war wie die erste Lara Croft. Ohne eine Physik-Engine oder Motion Capture mussten all diese Animationen von Hand erstellt werden, wofür man militärische Fachleute zur Rate zog oder auch einen Zeichner des Animes Mobile Suit Gundam für die Bewegungen von Metal Gear Rex. Diese Handarbeit sorgte auch dafür, dass ein Stück Stoff, das im Wind flattert, sie eine ganze Woche Arbeit kostete, bevor es natürlich aussah. Auch die Tiere erforderten eine Menge Feingefühl, um ihre Bewegungen nicht mechanisch aussehen zu lassen. Eine weitere Sparmaßnahme, um den Arbeitsspeicher zu schonen, war, den fallenden Schnee nicht in der gesamten Spielwelt zu rendern, sondern lediglich unmittelbar vor der Kamera. Der Prozessor der PlayStation wiederum war zu gut 80% mit dem Darstellen der Grafik ausgelastet und mit dem Programm, das durchgängig überprüfte, ob Snake sich in der Sichtlinie eines Gegners befand. Hier trickste man damit, die Details der Charaktere mit zunehmender Kameraentfernung zu reduzieren. Viele der Ressourcen flossen so in die Priorisierung der Responsiveness oder Reaktionsfähigkeit, weshalb man sich auch für die Vogelperspektive entschied, die den Spieler schnell auf diverse Situationen reagieren lässt. Aus einer 3D-Sicht heraus würde der Spieler sich zunächst drehen müssen, bevor er vorwärts laufen konnte. Eine signifikante Tempoeinbuße, wenn es zum Beispiel ums Entkommen ging. Aus Ressourcensicht lief das Spiel dadurch aber tatsächlich langsamer und schonender. Ganz davon abgesehen, dass Kojima schnell schlecht wurde, wenn er derartige 3D-Games spielte, weshalb es ohnehin vom Tisch war. Zumindest fast, denn im Stillstand kann der Spieler sich immer noch aus First-Person-Sicht umsehen. Die Idee, ein Programm zu schreiben, das relativ schnell Gebäude und Räume erstellte, um ihre Level-Ideen zu testen, wurde verworfen, als man feststellte, dass es deutlich einfacher war, ihre Vision mit Lego-Steinen nachzubauen und die geplanten Szenarien mit einer kleinen Sony-Kamera nachzustellen. So identifizierten sie die ideale Kameraentfernung für jede Umgebung. Das Team baute mehr als 1000 3D-Modelle für das Spiel, die überwiegend in die Hintergrundgestaltung flossen. Kojima, dessen 7-Tage-Arbeitswoche sich jeden Tag von 7 bis 23 Uhr erstreckte, behielt auch andere Videospiel-Releases wie Resident Evil oder Final Fantasy VII im Auge, die einige Ideen umsetzte, mit denen er der Erste hatte sein wollen, und andere, die er besser machen wollte.
Anders als bei Resident Evil sollte die Steuerung auch gut greifbar für Spieler sein, die noch nie in Berührung mit einem 3D-Spiel gekommen sind. Unabhängig des Kamerawinkels sollte Hochdrücken die Spielfigur immer auch vorwärts bewegen. Zufrieden war er mit der Entscheidung, Metal Gear Solid zu einem der wenigen Spiele seiner Zeit zu machen, die sämtliche Tasten des Controllers nutzten. Ihm gefiel nicht, dass ein Final Fantasy zum Beispiel sehr auf seine ganzen Menüs angewiesen war, weshalb er so viele Funktionen wie möglich auf eine Taste legen wollte. Das erschwerte den Einstieg für Spieler natürlich, machte es mit etwas Übung aber deutlich angenehmer. Angenehm wollte Kojima auch die Balance zwischen einer realistischen Spionageerfahrung und Spielspaß gestalten, weshalb die zu cleveren und aufmerksamen Gegner einer früheren Entwicklungsphase überarbeitet wurden, denen man kaum entgehen konnte. Die Sichtkegel auf dem Radar sind ein Ergebnis dieser Überarbeitung. Dabei verlor man aber nie aus den Augen, dass es ein Stealth-Game war. Sich einfach bis zum Ende durchzuschießen war nahezu unmöglich, weil man sehr schnell getötet wurde, wenn man es versuchte. Stattdessen sollte man in so einer Situation gezwungen sein, seine Strategie zu überdenken und etwas anderes auszuprobieren. Dafür lieferte das Spiel eine Reihe neuer Funktionen, die aus den Vorgängern bekannten erweiterte. So kann man nun mit Hilfe von Leitern die Ebene wechseln, durch Lüftungsschächte kriechen oder an Wände lehnen, um Ecken schauen zu können. Doch auch die Gegner haben sich weiterentwickelt und können einen bemerken, bevor der Spieler sie überhaupt zu Gesicht bekommt. Da der Stealth-Gedanke noch ein recht neues Videospielkonzept war und Metal Gear Solid mit Hilfe der PlayStation einem deutlich größeren Publikum zugänglich sein würde, musste man sicher gehen, dass die Notwendigkeit des Schleichens schnell deutlich wurde. Entsprechend entwarf man gleich das Anfangsgebiet so, dass der Spieler auf einen Aufzug warten musste, während es galt, sich zu verstecken, da eine wilde Schießerei offenkundig zu keinem wünschenswerten Ergebnis führen würde. Ein Konzept, das so wegweisend war, dass zahlreiche Games es in den kommenden Jahren adaptiert haben und das goldene Zeitalter des Stealth-Genres einleiteten. Auch das Sounddesign war seiner Zeit voraus und trug einen immensen Teil zur Atmosphäre bei. Die Soundeffekte haben ihren Ursprung größtenteils in der damals aus über 300 CDs bestehenden Bücherei von Konami sowie Daten von amerikanischen Unternehmen. Doch alle davon mussten überarbeitet werden, um zum Ton des Spiels zu passen, was allein bei den Helikoptergeräuschen einen vollen Monat in Anspruch nahm. Die PlayStation bietet 24 Soundkanäle, von denen 8 für Soundeffekte genutzt wurden. Das stellte die Entwickler ein weiteres Mal vor Herausforderungen, speziell in Sequenzen, in denen sowohl Snakes Schritte als auch die der Gegner zu hören sind oder wenn Waffen abgefeuert werden und Kugeln von Wänden abprallen. Besonders stolz war das Sounddesign-Team für die räumliche Tiefe, die sie geschaffen hatten, sodass es deutlich hörbarer war, wenn sich zum Beispiel Schritte oder Rotorblätter entfernten oder näher kamen. Man simulierte sogar die Richtung, aus der die Geräusche kamen, mit Hilfe des Stereo-Sounds und 64 Positionen rund um den Spieler, ebenso wie 128 verschiedenen Lautstärke-Leveln. Das ist auch ein essentielles Gameplay-Element, da es Situationen gibt, in denen Snake keinen Zugriff auf das Radar hat, wie wenn er sich unter etwas versteckt. Um Mängel auf der Zielgeraden auszumerzen, legte man großen Wert aufs Bugtesting. Anders als üblich überstieg der Maßstab des Spiels die Möglichkeiten des sonst dafür zuständigen Inhouse-Konami-Teams und aufgrund der geplanten Tragweite der Veröffentlichung wollte man auf Nummer sicher gehen. Also engagierte man eine externe Firma, die das Spiel mit 50 bis 60 Leuten konstant über 2 Monate hinweg auf Herz und Nieren testete. Als die zahlreichen Audiodateien dann noch dafür sorgten, dass das Spiel eine zweite CD benötigte, war spätestens klar, was für ein kostspieliges Projekt die Entwicklung von Metal Gear Solid war und was für ein finanzieller Erfolg es würde werden müssen. Konami erwartete rund 1 Million Verkäufe weltweit. Kojima war nervös. Zu Unrecht, denn sein Spiel verkaufte sich 1 Million Mal allein in Japan, mit 5 weiteren Millionen im Rest der Welt. Wobei es die Japaner übrigens buchstäblich am einfachsten hatten, denn ihnen standen keine Schwierigkeitsoptionen zur Auswahl und ihr Spiel war entsprechend auf dem Einfachmodus der westlichen Version festgefahren. Als die Japaner von der westlichen Version, ihren zusätzlichen Inhalten und den gefixten Bugs erfuhren, forderten sie von Konami eine lokalisierte Version dessen, was ihnen Metal Gear Solid Integral einbrachte, das komplett in First-Person-Sicht gespielt werden konnte, mitsamt 300 zusätzlichen VR-Missionen, die bei
uns wiederum als separates Spiel veröffentlicht wurden. Eine amerikanische Firma portierte diese Spielversion auf den PC, allerdings ohne die PlayStation-exklusiven Kniffe, die für Fans zu den Highlights der Spielerfahrung zählen. Darunter auch der Boss Psycho Mantis, der die 4. Wand durchbricht und zum Beispiel deine Memory Card ausliest. Du magst Castlevania, wie? Ein absolut einzigartiges Spiel, das massig der ungeschriebenen Gesetze der Branche damals zum Fenster hinauswarf, sein eigenes Ding machte und damit unvergessen bleibt. Auch wenn Kojima nur rund 80% dessen umsetzen konnte, das seine Vision von Metal Gear Solid ausgemacht hatte. Gerne hätte er noch einen Scheinwerfer in Snakes Repertoire eingefügt, die Musik reaktiver gemacht, aber unterm Strich war er verdammt stolz auf sein Herzensprojekt, das ihn anspornte, die folgenden Teile noch besser zu machen. Sie noch mehr mit Kino verschmelzen zu lassen und die Grenzen zwischen Gut und Böse so sehr verschwimmen zu lassen, dass das Erlebte dich als Spieler noch lange begleitete. Über welches PS1-Spiel möchtest du als nächstes mehr erfahren hier im Zuhause deiner Videospielerinnerung? Besonders gerne in diesen 4 Wänden sind natürlich meine werten Kanalmitglieder gesehen, Multi-Retro-Jäger Miguel und Michael, Robin, Pure German Entertainment, Snake, Bibita und natürlich Dom Omlin nicht zu vergessen. Vielen Dank für euren Lord-Support, der mir bei der Produktion solcher Videos enorm hilft.